Das Datum der Abreise rückt langsam aber sicher näher. Und bevor das Motorrad zur Spedition kommt, statte ich dem versierten Zweiradmechanikern meines Motorradhändlers noch einen Besuch ab. Herr Dos Santos und Herr Olmer begutachten mein Werkzeug, ob es für einfachere Arbeiten ausreichend ist und auch taugt. Zur einfacheren Demonstration zeigt mir Herr Olmer auf der Hebebühne, was genau zu beachten ist bei der Demontage des Vorderrades. Das sollte ich gerade noch so hinbekommen. Keine 2 Wochen später befinde ich mich bei der Spedition Loks Pan-Europa in der Nähe von Stuttgart, die sich unter anderem auf den Transport von Motorrädern spezialisiert hat. Herr Klassen und sein Kollege sind mir behilflich und zeigen mir, wie das Motorrad in der Box untergebracht wird. Kaum steht meine Afrika Twin fertig gepackt auf den Brettern, treffen auch schon Sven und Ralf ein. Hallo, schön dich zu sehen, Sven. Prima. Wie es anhat und wie es mit der Höhe passt. Na, alles gut? Ja, prima. So. Ja. Schließlich ist auch das letzte Motorrad in seiner Kiste. Von Stuttgart aus machen sich diese über Russland auf ihren Weg, bis sie schließlich nach rund 4 Wochen Ulaanbaatar in der Mongolei erreichen. Jacken an. Verstehe das auch. Ist Klaus schon entdeckt? Nee. Ja, das ist ja cool, dich zu sehen hier. Was? Hallo? Ja, beim Imbiss gesucht, aber da warst du nicht. Aber beim Friseur auch. Wir kommen an einem Sonntag in Ulaanbaatar an. Und da wir an diesem Tag nicht unsere Motorräder vom Zoll abholen können, hat Klaus einen Verwandten seiner mongolischen Ehefrau als Fahrer für uns engagiert. Sein Name ist Ayush. Eines der Ziele an diesem Tag ist das Genghis-Khan-Denkmal. Die Statue selbst ist 30 Meter hoch und steht auf einem 10 Meter hohen Gebäude mit 36 Säulen. Sie ist das höchste Reiterstandbild der Welt und besteht aus 250 Tonnen Edelstahl.
Sie sieht man in der Mongolei immer wieder und sind eine der 5 Rinderarten, die domestiziert worden sind. Neben ihrer Bezeichnung Yak werden sie auch Grunzochse genannt, wegen ihrer grunzähnlichen Laute. Mit ihrem dicken Fell vertragen sie problemlos Umgebungstemperaturen von -30 bis -40 Grad. Bei niedrigen Temperaturen sinkt ihre Atemfrequenz auf 7 bis 15 Atemzüge die Minute. Dadurch halten sie den Wärmeverlust gering. Ohne ihr Fleisch, ihre Milch und Wolle, ihre Fladen, der als Brennmaterial dient, wäre ein Nomadenleben nicht möglich. Das sind fliegende Ameisen. Noch schlimmer. Bitte die fliegenden Ameisen. Guck, die Kleine will sich auch gleich Anteil holen. Aber ich unterstütze euch Männer. Ich nehme hier den Schnittlauch. Oh, jetzt wird es nicht mehr satt. Gibst du wieder. So, das ist die kleine Portion für den Sven. Oh, das ist eine ganze Möhre. Sie lernen langsam die Mongolei kennen. Ja. Zum Glück hat er schon eine kleine Teigtasche waschen dürfen. Das ist ja unglaublich. Also das ist unglaublich. Und er hat keine Brille. Ja. Oh, das ist Wahnsinn. Mahlzeit. Das Ja, genau. Okay, auf was stoßen wir jetzt an? Aufs Glück. Aufs Glück? Ja, okay. Schau dich noch mal um, das ist das Letzte, was du siehst, bevor du erblindest. Karim, schau dich noch mal um, das ist das Letzte, was du siehst, bevor du erblindest. Hier macht man nicht mehr Trinkspiel. Am nächsten Tag ist es dann endlich soweit, unsere Motorräder abzuholen. Ayush wird uns mit seinem Auto und dem Gepäck fahren, während Klaus auf sein Motorrad fährt. Expeditionsausrüstung. Völlig überbewertet. Klaus, da passt doch meine Rolle noch hinten drauf. Die Kleine, guck, ich hab hier gerade Ah, da sind sie. Doch? das sieht ja nach uns aus. Ja? Ralf fährt auf einer KTM 1290 Adventure S. Diese verfügt über 160 PS und 140 Newtonmeter, hat einen 23-Liter-Tank und wiegt fahrbereit 238 Kilo. Sven reist mit einer BMW F800 GS. Diese hat 85 PS und 83 Newtonmeter. Vollgetankt wiegt sie 221 Kilo und ist damit die leichteste unserer Maschinen. Roxy und ich fahren auf einer Afrika Twin mit Doppelkupplungsgetriebe und 95 PS. Der Tank fasst 18,4 Liter. Fahrbereit wiegt die Maschine 240 Kilo. Klaus ist unterwegs mit einer BMW L50 GS. Diese hat 85 PS, wiegt 285 Kilo und hat einen 30-Liter-Tank.
das Einfedern auch, habe ich vorher gemacht. Dann kann man auf Trocken kannst du anziehen. Oder auf der Seite. Gute Fahrt. Macht's gut. Gesund bleiben. Voneinander. Euch auch, gell? Viel Spaß. Bye. 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 Ciao. Boah, die Lehne hinten. Der Rucksack ist mega geil, da kann ich mich richtig anlehnen. Ja. Ja, genau. Gut gemacht. Was ist das jetzt, Soja? Ja. BPP? Probier's jetzt erst. Und wie heißen die Teigtaschen? Hochschuhe. Roxy, das geht so. Oder Hochschuhe. Hochschuh. Also, guten Appetit. Bitte niemals beschreiben mit ähnlich wie chinesische Frühlingsrollen, das gibt nur Ärger. Schmeckt wie chinesische Frühlingsrollen. Wir müssen alle leise sein, sonst passt nichts in den Mund hinein. Die Mongolei zählt zu den am dünnsten besiedelten Ländern der Welt. Sie ist knapp 4,5 Mal so groß wie Deutschland und doch hat sie nur 3 Millionen Einwohner, während es bei uns 83 Millionen sind. Mehr als 40% der Bevölkerung in der Mongolei leben in der Hauptstadt Ulaanbaatar. Rechnerisch kommt man auf einen Schnitt von 1,9 Einwohnern pro Quadratkilometer in der Mongolei und 232 in Deutschland. Nicht auf die Schwelle steigen. Nicht durchtreten. Ja. Langweilig. Ihr habt ein Doppelbett, Wir oder? alle zusammenziehen. Du hast kein Einzelbett drin, oder was? Ja. Das war mein Einzelbett. Ich habe das Einzelbett. Du warst im falschen Dingsbums. Das heißt Gär, Ja. nicht Dingsbums. Ja, willst du nicht mit bei uns schlafen, im Männerkehr? Willst Ja. du nicht deine Frau im Frauenkehr alleine lassen? Du meinst, dann könnte ich auch mal schlafen. Jetzt haben wir gelacht. Die Walderdbeeren jetzt doch nicht mal dazu geholfen haben. Ja. Aber er hat keine Sprühsahne gehabt. Wir wollten aufs Anstoßen. Oh. Was denn jetzt? Oh. Ah, vom Ralf, Ja, der und Singleton.
Also, Auf Glück. auf Glück und Prost. Gesundheit und Spaß. Auf Glück. Ein bisschen Spaß auch. So, heute bin ich Prost. der König. Wieder König. Kennst du das nicht von Werner Beinhardt? Nee. Der gekotzt hat, hat immer die Krone aufgekriegt. Hast du kurz? Nee, aber mir ist die Kache umgekippt. Ja, so. Ich fand das einen guten Einstand. Jetzt haben wir wenigstens schon mal ordentliche Bilder von heute. Beim ersten Mal anhalten. Noch Das ist eigentlich der Klassiker, ne? 200 Eigentlich ist der Metern. Klassiker. Ja, eigentlich können die da Wetten abschließen. Jeder, der vom Hof fährt, gucken sie bestimmt schon hinterher. Ja, ja, alles klar. Ich hab's erst mal geguckt. Wir werden vorher noch wetten, welcher von den vier der am meisten bietet. Den zweiten habe ich Einer fällt immer. Einer fällt Der immer. professionellste und das war halt Die machen extra die Straße deswegen nicht. Die hätten sie schon längst gemacht dort, aber die machen extra die Straße. Das ist ja gar nicht. Das ist ja frisch gemacht. Wahnsinn. Ich hol mal noch eine Kabel. Die Kohle zahle ich echt gerne, weil die Jungs bemühen sich. Boah, Wahnsinn. Ganz frisch. Karin, Ja. komm, das musst du mal probieren. Mongolischer Kartoffelsalat. Habe ich jetzt eine Gabel? Ja, hier. Ein Glück. Siehst du? Karin, hast du eine Gabel? Wenn nicht, dann hast du jetzt eine. Das Essen sogar. Was machen wir für einen versoffenen Eindruck? Ich definiere wir. Soll ich gleich Flaschen bringen? Brauche ich nicht so oft gehen. Ja, Roxy vor allem. Ja, aber echt, ich habe ein ganzes Bier mit Fanta getrunken. Roxy, die kleine Schnapsdrossel. Der Weg zum Penis. Karin, guck mich mal an. Gott sei Dank lässt sich über Geschmack streiten. Also, okay. Gut, den haben wir gesehen, wir können weiter. Roxy, guck noch mal hin. Ich will nur deinen gierigen Blick einfangen. Normalerweise sollte im August die Sonne strahlen und wir in unseren Motorradanzügen schwitzen. Aber wir haben eine Regenphase erwischt, wie sie der Boden der Mongolei schon viele Jahre nicht mehr erlebt hat. Tagsüber sind es zwischen 12 bis 15 Grad. In der Nacht hatte es auch einstellige Temperaturen erreicht. Ein Teil unserer Route führt entlang des Flusses Djulut. 5 bis 6 Monate des Jahres ist dieser mit Eis bedeckt. Im Sommer führt der Fluss Hochwasser und kann für Vieh, welches sich zu weit hineinwagt, ein schnelles Ende nehmen. Am Djulut Canyon machen wir Halt und bewundern die imposante Aussicht. Gegen Abend suchen wir am Terkin Sagan Lake nach einer Unterkunft und werden nach 1-2 Misserfolgen schließlich fündig. Man schafft Holz heran und befeuert damit in den Gers kleine Öfen. So, Karin, fest. Fest. Bombenfest. Test. Da hat sich nämlich eine Schraube losvibriert während der Fahrt. Und jetzt hoffen wir das. Der Klaus hatte zum Glück Satzschrauben dabei und dann habe ich hier den Ralf, einen fähigen Schrauber.
bereit für die Rennpiste. Schick, gell? Und die Aussicht. Du, die kochen bestimmt gut. Ja. Und das ist das Wichtigste. Also. Und kochen. Und ich bin ein glücklicher Mensch. Hast du die Edelweiß schon gefilmt? Am nächsten Morgen gab es eine heiße Milchreissuppe zum Aufwärmen, die lecker schmeckte. Mein Magen war bereits etwas angeschlagen und ich hoffte, dies würde auf der heutigen Etappe kein Problem werden. Das Fahren auf nassen und teils auch schlammigen Pisten hat seine Tücken. Immer wieder einmal rutscht mir eines der Räder fort und genau dann muss man dem Schrecken widerstehen zu verkrampfen und das Rutschen zulassen, bis sich der Reifen wieder fängt und das Motorrad wieder seiner Spur folgt. Das Ganze geht so lange gut, bis mir einmal das Hinterrad völlig entglitt und ich mit Roxy auf dem zum Glück weichen Erdboden landete. Achtung, das kann tief sein, ich weiß es nicht. Immer wieder muss man sich erneut eine Spur suchen, bei welcher man meint, am sichersten die vollgepackte Fuhre durchmanövrieren zu können. Klaus, noch sichtbar. Guck mal, dort hinten kommt man vielleicht hoch. Ja. Auf dem Navigationssystem bekommt man eine einzelne Straße angezeigt. Doch hier direkt vor Ort hat man viele einzelne Spuren vor sich in der Erde, die mal nebeneinander herlaufen und dann wieder in unterschiedliche Himmelsrichtungen auseinanderdriften. Es ist ein stetes Abwägen, welche dieser Spuren wohl jener am nächsten kommt, die man auf dem Navi vor sich sieht. Dort zur Hauptstrecke. Oftmals ist die vermeintliche Hauptstrecke dann bereits so schlammig und schmierig, dass man besser neben dieser fährt, um nicht die Maschine und sich selbst in den Dreck abzulegen. Wo wir können, fahren wir auf ersten Ausbaustufen, was später mal eine asphaltierte Straße werden soll, um so unseren Kilometerschnitt wieder etwas anheben zu können. Oftmals sind diese aber schon nach wenigen Kilometern blockiert von Erdhaufen, sodass man diese Alternativwege wieder verlassen muss. Dies kann man hin und wieder nur über die Schultern dieser Straßen tun, an denen weiche Erde ist, die allzu gerne nachgibt und es mit einem vollbeladenen Motorrad nicht gerade leicht macht. Aber wir sehen das Ganze sportlich, denn wer nichts wagt, gewinnt bekanntlich auch nichts. Es ist gut, dass wir solche Strecken im Team fahren. Abgesehen von den Sicherheitsrisiken, wer schon einmal ein beladenes Moped hat versucht aufzuheben, weiß, wovon ich rede und ist froh, wenn ein paar helfende Hände da sind. Ja, macht nichts. Halt, hast du es denn? Ich hab das. Ich hab. Alles gut. So macht man das, gell? Weiter geht's! So fahren wir am Tag zigmal über irgendwelche Erdhaufen.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch mal jemand in diesen hängen bleibt. Das Los an diesem Tag hat Ralf gezogen. Mit den breiten 180er Schlappen auf seiner KTM tendiert diese am ehesten dazu, sich auf allzu leichtem Grund eingraben zu wollen. Also dort kommst du, wir müssen dich zurückschieben. Wir können das Vorderrad frei haben. 3 Experten, 3 Meinungen. Ja, ich fühle mich auch hinten ein. Ja, wir schieben dich ein Stück zurück. Ich krieg das hin. Ich stehe auch auf. Kannst du suchen, aber du hast dich hineingegraben. Schieben wir ihn zurück, jeder an einem Bügel. Das Hinterrad ist doch vor so einem Bügel. Da. Gib mal hier rausgehoben. Also die Chance ist, dass das Vorderrad das links anschlägst. Weißt du? Ursprünglich dachte ich, es ist völliger Nonsens, einen Klappspat mit auf die Tour zu nehmen. Doch jetzt kam tatsächlich sein Einsatz. Halleluja, 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 Halleluja. Und wie wir Männer so sind, kamen wir auch noch auf andere tolle Ideen. Roxy ging es zu diesem Zeitpunkt leider gar nicht gut, denn ihr Magen hatte kräftig angefangen zu krampfen und es war ihr ziemlich übel. Irgendwann hatten wir die Maschine von Ralf befreit und es konnte weitergehen. Der folgende Abschnitt bereitete weniger Freude, denn ich hatte Roxy hinten drauf sitzen, deren Magen immer wieder heftig krampfte und das auf einer Straße, die eine einzige Schlaglochpiste war. Man kann sich ausmalen, wie unangenehm das sein kann. Roxy, wie geht's dir? Mir geht's so scheiße, mir ist so elend. Ich sitz gleich. Sind wir wenigstens 2. Spucken ist gut. Weit. Kannst nicht. Machst du mal gleich. Für ein gutes Foto war glücklicherweise noch Kraft da. Man beachte die ausgezeichnete Farbabstimmung von dem Gelb meiner Sturzbügel und den gelben Applikationen auf Roxys Motorradjacke. Frauen wissen sich eben stilvoll anzuziehen, selbst wenn man mitten in der Pampa steht, der Magen krampft und einem speiübel ist. Auch ein anstrengender Tag findet mal ein Ende und wir erreichen erschöpft Uliastai. Roxy hat mittlerweile Fieber. Ralf bietet mir hilfsbereit gleich an, sich um das Gepäcksystem meines Motorrades zu kümmern, welches ein paar Blessuren von den Umfallern nach sich gezogen hat. Währenddessen kann ich mich um Roxy kümmern. Da wir gut in der Zeit liegen, beschließen wir uns, einen Tag in Uliastai zu erholen. Roxy hat sich nach der Nacht des Fieberns wieder relativ gut erholt. Auch ich habe mehrfach meinen Darm entleeren und mich übergeben müssen. Der nächste Tag lässt die Regenwolken endlich ziehen und wir können im Sonnenschein durch das kleine Städtchen schlendern. Gestartet sind wir in Ulaanbaatar, sind Richtung Westen gefahren, über Zezerlek bis nach Uliastai. Von hier aus wird es weitergehen, nordwestlicher Richtung zur russischen Grenze.
manchmal sagen wir sonst, dass wir diejenigen sind, die dehnen. Ach Mann! Eins! Ja, Karim, du sollst nicht filmen, du sollst mitmachen! Nach der Sporteinlage von Roxy sind wir wieder voll in unserem Element und starten durch. Hallo, mein Name ist Karim. Ich hoffe, euch haben die ersten Bilder der Mongolei gefallen.
Unsere Reise wird uns nun weiterführen über Russland, zumindest ein Teilstück davon, einen Zipfel mit dem nächstgrößeren Ziel dann schließlich dem Pamir Highway, das sogenannte Pamirgebirge. Wir nehmen also die Grenze zu Russland hinter der mongolischen Stadt Zaganur und fahren auf dem sogenannten Chuja-Trakt, einer Fernstraße im südwestlichen Sibirien in Russland, nach Barnaul, wo sich eine legendäre Bikerbar befindet. Von dort aus werden wir in südwestlicher Richtung nach Kasachstan fahren. Nach der mongolischen Grenze war die russische Grenze die erste, die wir auf dem Landweg mit unseren Motorrädern übertreten mussten. Und es sollten noch viele weitere folgen. Hier haben wir die erste Lehrstunde gehabt, wie es in solchen Ländern ist, einen Grenzübergang zu tätigen. Über 5 Stunden standen wir an der Grenze in Russland. Wir standen nicht nur, wir holten ein Stempelchen hier, einen Stempel dort, standen wieder zwischendrin eine Stunde, bis wir wieder dran kamen. Oftmals sind viele Schleuser an uns vorbeigekommen und haben Pässe von anderen Leuten eingereicht, die dafür bezahlt haben. Wir haben hier auch lautstark protestiert. Das hat zwar dazu geführt, dass die Schleuser zur Seite gewichen sind, aber schon kam wieder ein Zollbeamter um die andere Ecke herum und nahm dort dem Schleuser wieder die Pässe ab und wir waren wieder die Dummen und mussten eben warten. Das ist ein ziemlich langwieriger und auch leicht nervenaufreibender Prozess, aber das ist etwas, wo man leider durch muss, wenn man durch diese Länder reisen möchte. Der Sven hat Frühstück bestellt. Aber Klepp auch zum Frühstück. Aber Brot ist mit dabei. Ja. Immerhin, Ralf. Was wäre eine solche Reise ohne technische Ausfälle? Sowohl bei mir als auch bei Klaus ist jeweils ein Zimmerring undicht geworden. Zu unserem Glück befinden wir uns bereits unweit von Barnaul, wo sich eine Klaus bekannte Werkstatt befindet. Wir geben unsere Motorräder in Viktors Obhut und wollen mit dem Taxi zurück zum Hotel fahren, wo sich die anderen befinden. Unser Taxifahrer will allerdings erst einmal etwas mit uns trinken. Klaus hat er bereits seine Tüte mit Alkohol übergeben. Da kann dieser natürlich unmöglich Nein sagen. Сейчас я стаканы принесу еще. Жену с работы стало плохо, вот я сторожу. Окей, все. А вам что гостиница? Да вот спите, я диван вам разложу, да и все. Зачем вам деньги тратить? Gastfreundschaftlich sind sie schon einmal, die Russen. Mit einem anderen Taxifahrer ging es schließlich zurück zum Hotel, wo wir die Gruppe trafen und mit dieser zur Bikerbar fuhren.
Am nächsten Morgen standen wir wieder bei Viktor in der Werkstatt. Dieser reparierte noch eine abgebrochene Strebe meiner Gepäckhalterung. Leider hat Viktor vergessen, ein paar Schrauben anzuziehen und vermutlich auch nur einen Simmering gewechselt statt gleich beide. Denn auf unserem Weg nach Almaty über eine heftige Schlaglochpiste von über 600 Kilometern ging dann auch der andere Simmering in die Knie. Dies war ohnehin eine der heftigsten Etappen und erst nachts um 11:30 erreichten wir eine Unterkunft, die einzige weit und breit, die ein reines Drecksloch war. Der Klumpen irgendwas auf Ralf seinem Löffel soll übrigens Bestandteil seiner Suppe sein. Angekommen in Almaty, der Millionenmetropole und ehemaligen Hauptstadt Kasachstans, lecken wir unsere Wunden in einem guten Hotel. Ein ortskundiger Motorradfahrer ist so hilfsbereit und lotst uns zur einzigen Motorradwerkstatt Almatys, welche gleichzeitig auch ein Motorradclub ist. Die Jungs verstehen ihr Handwerk und am nächsten Tag können wir unsere Reise fortsetzen, dem Pamir immer näher kommt. Wir befinden uns auf einer Reise starker Kontraste, sehen Menschen in Reichtum und Menschen, die in verrosteten Bauwegen wohnen, ohne Strom und fließendem Wasser, haben landschaftlich traumhafte Strecken und müssen dafür immer wieder viele hunderte Kilometer ätzende und monotone Strecken zurücklegen, haben Mahlzeiten, nach denen du meinst, es zerlegt dir die Eingeweide, und wieder andere, die sind so lecker, dass du nicht genug davon bekommen kannst, treffen auf hilfsbereite Polizeibeamte und auch solche, die dich einfach nur abzocken wollen. Mancher Tag ist ein Wechselbad der Gefühle. Das Schöne muss man sich auf einer solchen Reise immer wieder erarbeiten und ist etappenweise nur in homöopathischen Dosen verfügbar. Wir haben Almaty hinter uns gelassen, sind über die Grenze nach Kirgisistan gefahren, über Bischkek und schließlich Osch, weiter in südlicher Richtung zur Grenze nach Tadschikistan, die bereits auf einer Höhe von über 3.500 Meter liegt. Auf dem Pamir Highway, der zweithöchst gelegenen Fernstraße der Welt, folgend nach Koruk und entlang der afghanischen Grenze, bis wir schließlich Duschanbe erreichen.
Manch einer von euch mag sich vielleicht fragen, wie verhält es sich dort oben mit der dünnen Luft? Das erste Mal habe ich sie gespürt an unserem ersten Grenzübergang von Tadschikistan nach Kirgisistan, der bereits auf über 3.500 Metern Höhe ist. Ich musste noch mal schnell aus einem Zollhäuschen heraushüpfen, um ein paar Papiere zu holen, und als ich wieder zurückgekommen bin und dabei geschwind die Treppen nach oben gespurtet bin, merkte ich auf einmal, oh, da wird einem dann schon schummrig. Von dort aus sind wir dann noch höher gefahren auf die nächsthöheren Pässe, die über 4.000 und bis 4.500 Meter Höhe liegen. Dort merkt man dann schon eine Zunahme von leichten Kopfschmerzen, die sind dann permanent vorhanden, die drücken fortwährend oben leicht auf den Schädel drauf. Zudem gesellt sich dann auch noch dazu so ein leichter Schwindel, eine leichte Übelkeit fortwährend. Also wenn man das dann mal empfindet und dabei auch noch Motorradfahren ist, man verhält sich besser etwas langsamer und vorsichtig. Angekommen in dem ersten Homestay in dieser Nacht, musste ich mich des Nachts dann auch mehrmals aufrichten, weil ich das Gefühl hatte, ich bekomme nicht mehr richtig Luft. Musste vor die Tür gehen, ein paar Mal tief ein- und ausatmen, und dann hat sich das Ganze wieder beruhigt. Mittlerweile haben wir ein gutes Stück Strecke im Pamirgebirge zurückgelegt und wollen uns mit Peter in Koruk treffen. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wer ist Peter? Das hier, das ist Peter. Und wenn der nicht gerade auf einer Royal Enfield irgendwo auf den höchsten Berggipfeln Indiens herumfährt, dann ist er in den Stuntstaaten unterwegs. Unglücklicherweise hat es mit dem Treffen nicht geklappt, da Peter von einem Auto angefahren worden und gestürzt ist. Dabei hat er sich die Schulter ausgekugelt und noch andere Strukturen verletzt, sodass an ein Weiterfahren nicht mehr zu denken war. Sein Motorrad steht noch im Hotel in Koruk. Wenn seine Schulter bis Sommer 2019 auskuriert ist, wird er seine Reise fortsetzen, die ihr auf seinem Kanal verfolgen könnt. Für uns geht es weiter entlang der Grenze zu Afghanistan. Die Grenze ist eine natürliche. Sie wird gebildet durch einen Fluss namens Pyanj, der in einem Tal verläuft, dessen schroffe Felsformationen zu beiden Seiten steil in die Höhe ragen. Oh, Kam, das ist ein geiles Bild. Gib mal dein iPhone, ich mache ein Porträt von hier unten. Das geht nicht drauf. Du hast keine Ahnung, was alles nicht kann. Und dann hat er zu mir, weißt du, wer Jesus ist? Und dann habe ich gesagt, ja,
Ich bin Jesus. Ich kann über Wasser laufen mit Schlittschuhen im Winter. Haben schmeckt wie in Polen. Hast du ein Eis bekommen? Ja! Willst du mal kosten? Komm. Ja, schmeckt gut. Gell? Wir befinden uns wieder auf der Ebene und Duschanbe, die Hauptstadt Tadschikistans, liegt vor uns. Mit Einfahrt in die Stadt wird uns wieder einmal der starke Kontrast von Land und Zivilisation deutlich. Eben noch im Nirgendwo und plötzlich in einer pulsierenden Metropole mit 780.000 Einwohnern und allen Vorzügen der modernen Welt. Seit über 18 Tagen sind wir mittlerweile unterwegs und unser Verdauungstrakt hat sich noch nicht vollständig an das hiesige Essen gewöhnt. Immer wieder haben wir Durchfälle. Zeit für eine Rast. Unser Hotel liegt direkt am Park mit Blick auf das Regierungsgebäude, welches an das Weiße Haus in Washington erinnert. Der Flaggenmast hat eine Höhe von 165 Metern und war zur Zeit der Einweihung 2011 der höchste der Welt. In gewisser Weise ist Duschanbe ein Wendepunkt unserer Reise. Lag zuvor der Schwerpunkt bei dem Fahren über unbefestigte Straßen durch monumentale Landschaftsformationen, so steht uns nun mit Usbekistan Kultur aus 1001 Nacht bevor. Unsere 3 Hotspots in Usbekistan sind Samarkand, Buchara und Khiva, ehe wir uns Turkmenistan zuwenden.
Wo wir sonst immer Benzin auf dem Schwarzmarkt kaufen mussten, entdeckten wir doch noch eine Tankstelle. Wohlgemerkt die einzige mit Benzin, die wir in Usbekistan gesehen hatten. Alle anderen Tankstellen verkauften ausschließlich Gas. So kann Usbekistan Handelsembargos entgegenwirken. Nach Nordkorea gilt Turkmenistan als der zweitotalitärste Staat der Welt. Wir unterlassen es deshalb tunlichst, Aufnahmen in Grenznähe zu machen, worauf uns unser Guide ausdrücklich hinweist. Alles halb so wild. Wir sind letztendlich wegen 2 Highlights hier, dem Krater von der Weze und der Hauptstadt Turkmenistans, Aşgabat. Schließlich befinden wir uns in der Wüste Karakum, in der sich der Krater von der Weze befindet. Während Bohrungen 1971 fanden Geologen zufällig eine mit Erdgas gefüllte unterirdische Höhle. Der Boden unter der Bohrplattform brach zusammen und um die Freisetzung des Gases zu vermeiden, beschloss man, es zu verbrennen. Aber statt nach wenigen Tagen zu erlöschen, brennt es noch heute. Wir richten uns ein und warten den Sonnenuntergang ab. Es gibt auch kuriose Verkehrsschilder, aber selbst diese sind nicht umsonst. Den puderweichen Wüstensand rate ich zu vermeiden. Ich habe da so meine Erfahrungen gemacht. Es gibt in Teheran einen Typen, der kann anscheinend auch BMW reparieren. Es ist zwar keine BMW-Werkstatt, aber der kann anscheinend. Ich hoffe, ich habe den Kontakt mit ihm raus. Männer lässt man nicht eine Minute alleine. Ja, Guck, was passiert. Ist richtig. Alleine lassen Männer nicht. Nee, ist gefährlich. Es ist nicht richtig. Probieren wir doch vorher vielleicht doch seine Idee von vorne am Stutzpolizei. Сейчас они пару минут с собой. Als allererstes. Мужика нельзя оставлять одного, сразу сел один. Der Präsident von Turkmenistan wünscht ausschließlich saubere Fahrzeuge in der Hauptstadt. Wir kommen dem nach. Wir stellen Motorräder und Gepäck im Hotel unter und begeben uns mit unserem Guide auf Tour durch Aşgabat, der Hauptstadt Turkmenistans. Das Land verfügt über erhebliche Erdöl- und Erdgasvorkommen. Dank dieser Rohstoffe gehört Turkmenistan zu den sich am rasantesten entwickelnden Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Der Präsident geizt nicht damit, monumentale Bauten zu errichten und sich damit seine eigenen Denkmäler zu setzen. Nur 8000 Touristen waren 2018 für Turkmenistan zugelassen. Die besten Chancen, an ein Visum zu kommen, ist die Buchung einer Tour über eine turkmenische Reiseagentur. In unserem Fall ist dies Ayan Travel gewesen. Hier erwies sich Musa Babayanov als äußerst kompetenter und hilfreicher Kontakt, den wir weiterempfehlen können.
Wir lassen Turkmenistan hinter uns und betreten den Iran. Unsere Route wird uns durch den Golistan-Nationalpark führen, in Nähe des Kaspischen Meeres, ehe wir nach Süden durch das Gebirge nach Teheran fahren und von dort gen Westen über Tebris in die Türkei gelangen. Auch auf einer solchen Tour darf der platte Reifen nicht fehlen. Wir halten am Straßenrand an und machen uns ans Werk. Je nach Härte der Karkasse des Reifens kann so etwas zu einem zähen Prozess werden und erfordert entsprechend Geduld. Nachdem der Reifen endlich von der Felge ist, fährt ein hilfsbereiter Iraner Ralf samt Reifen auf seinem Moped zu einem nahegelegenen Reifenhändler, um diesen buchten zu lassen. Nach kurzer Zeit treffen sie beide wieder ein. Währenddessen halten immer wieder viele Iraner an, begrüßen uns und fragen, ob sie uns helfen können. Eine junge Frau schenkt Roxy sogar ein Parfum. Eigentlich hätten wir den Reifen jetzt nur noch montieren müssen, aber irgendwie haben wir es geschafft, eine Distanzhülse zu verschlampen und ohne diese lässt sich das Rad nicht sicher montieren. Und da kommen Mohammed und Hassan ins Spiel. Die stecken uns ins Auto und fahren uns zu einem Dreher. Dieser erstellt mit der noch vorhandenen Distanzhülse eine perfekte Kopie. Dank der Hilfe von Mohammed und Hassan können wir schon bald unsere Tour wieder fortsetzen. Wir sind den beiden sehr dankbar für ihre große Hilfeleistung. Keine 1,5 Stunden später stehen wir in einem Stau vor dem Gebirge Teherans. Ein Auto vor mir rollt immer wieder rückwärts und droht auf uns aufzufahren. Ich hupe immer wieder kräftig. Plötzlich geht meine Maschine aus. Ich kann sie zwar wieder starten, aber das Display bleibt erloschen. Auch geht sie aus, sobald ich in einen höheren als den ersten Gang schalte. Wir versuchen vor Ort das Problem zu lösen, können aber keine Ursache finden. Egal, wir müssen auf jeden Fall weiter. Roxy zögert nicht lange, als sie ein paar Jungs mit ihrem Pickup vorbeifahren sieht und dirigiert diese herüber zu uns. Zu unserem Glück müssen diese auch nach Teheran und scheinen geradezu begeistert davon, uns helfen zu können. You are on the TV! Hola, the window! I am in Bayern Munich! Ey, die Rampe, ey Karin, das ist doch einfach nur Glück. Wow! Strong man! Iran. Zum zweiten Mal an einem Tag ist uns hier im Iran geholfen worden. Wo auch immer wir mit den Motorrädern in diesem Land entlang gefahren sind,
haben uns die Menschen gegrüßt oder auch angehalten, wenn wir am Straßenrand standen. Diese Gastfreundschaft haben wir in diesem Ausmaß in keinem anderen Land erlebt, welches wir je bereist hatten. Die Tugend der Hilfsbereitschaft hat im Iran offensichtlich einen sehr hohen Stellenwert. Die jungen Männer fahren uns in Teheran bis vors Hotel. Wir wollen uns erkenntlich zeigen, doch auch jetzt wird abgelehnt. Roxy gelingt es dann aber doch, einen 100-Dollar-Schein zuzustecken, worüber sie sich sehr freuen. Wir hingegen sind unglaublich dankbar für diese selbstlose Hilfe und noch am selben Tag in Teheran angekommen und nicht unterwegs gestrandet zu sein. Mit Klaus suchen wir am nächsten Tag ein Motorradgeschäft auf, da sein Federbein gebrochen ist. Svens Ingenieurskünste haben dazu geführt, bei meiner Maschine eine defekte Sicherung ausfindig zu machen, die lediglich gewechselt werden musste. Wir flanieren an diesem Tag noch durch Teheran und beobachten das Leben in der Stadt. Um in seinen eigenen Fahrrhythmus zurückzukommen und mehr Zeit für das Fotografieren zu haben, setzt Klaus die Reise ab hier alleine fort. Während man überall in Teheran von Geräuschen umgeben ist, ist der Park eine echte Oase. Für uns geht es weiter nach Tebris, der letzten großen Stadt vor der türkischen Grenze. Tebris erreichen wir von Teheran aus auf gut ausgebauten dreispurigen Autobahnen. Was für den Zuschauer interessant aussehen mag, kann für einen Mopedfahrer auf 700 Kilometer Länge ziemlich monoton werden. In Tebris besuchen wir verschiedene Sehenswürdigkeiten, unter anderem den Markt mit seinen vielen verschiedenen Gerüchten und Handwerkskünsten. Auch gehen wir zur Blauen Moschee, die aber leider verschlossen ist. Über 10.000 Kilometer sind wir bereits unterwegs und um so viele Eindrücke reicher. Die Türkei ist das letzte Reiseland, ehe wir auf direktem Weg nach Hause fahren werden.